Wenn schon so nah jetzt an einem dran ist, dann muss man gehen. In der Schule hatten wir immer so einen Bunker, in den wir gegangen sind, wo die Sirenen angefangen hatten, wo man die Granaten hörte, die über der Stadt flogen. Dann ist man schnell dahin gerannt, aber für uns Kinder war es ja eher wie so ein Spiel. Man rannte und wer war als schnellster da? Und wenn die Sirenen wieder ausgegangen sind, hoffte man, dass oben noch alles steht, wie man es verlassen hat. Als eine Granate bei uns hinters Haus fiel, es hat so ein lautes Geräusch gemacht, wie so und dann dieser Erdbebeneffekt danach. Das hat auf jeden Fall mal alle aus dem Schlaf geweckt. Und da erinnere ich mich an Angst, weil es etwas Neues war. Da ist man aufgewacht, geweint, man wusste nicht, was vor sich geht. Und meine Schwester, die war noch viel kleiner als ich, die hat wirklich die ganze Zeit geweint und die konnte man noch gar nicht mehr zum Stillstand bringen. Die hat einfach nicht aufgehört. Und das war so, glaube ich, auch ein Punkt, wo man dann sich dachte, wenn schon so nah jetzt an einem dran ist, dann muss man gehen. Weil das nächste Mal wird man vielleicht nicht Glück haben. Da bist du eingesperrt da, gell, in einem Waggon, da so viele Personen. Und nicht bloß ein Tag, gell. Manche sagen, wir waren mindestens 20, andere sagen noch mehr, aber ich weiß es nicht. 30 bis 40 Personen. Okay. Also ziemlich viel. Da sind wir eng noch so geguckt, aber was mit da, meistens sind wir da in so einen Sack geht, wo man Kleider oder irgendwo noch geht und so nebeneinander guckt. Die sogenannten diese Schlepperbanden gibt es ja anscheinend in jedem Krieg. Aber es war ein guter Freund von meinem Opa, der war ein Busfahrer und der hat die Flüchtlinge, die aus dem Bosnienkrieg fliehen wollten, hat er mitgenommen. Wir waren auf dem Weg in die Schweiz, weil dort der Bruder meiner Mutter lebte und wollten zu ihm und sind in diesen Bus eingestiegen, der voller Menschen war und sind 3 Tage gefahren für eine Strecke, die man eigentlich nur 3 Stunden braucht. Sind nachts gefahren, ohne Lichter, mussten immer wieder stehen bleiben, wenn man die Schüsse gehört hat. Sind durch Berge, Alpen gefahren. Ich erinnere mich an die Abgründe, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe. Ich erinnere mich an die Leute da drin, wie voll es war. An die Leute, die stehen mussten und keinen Sitzplatz hatten. Das tat mir wirklich leid, schon als Kind. Und wir waren Richtung Schweiz und an dem Tag sind die Grenzen zugegangen und wir sind in Zagreb angekommen. Und dort erstmal nicht gewusst, wohin, was passiert jetzt mit uns. Und wie es der Zufall so wollte, meine Tante, damalige Freundin von meinem Onkel, hatte eine Wohnung in Zagreb und dort sind wir für 1 Jahr untergekommen. Glück gehabt.